Musik eigentlich nach Zuhause schmecken? Innerhalb von Sekunden riechst du feuchte Erde, frisches Brot, Pfeifenkraut. Howard Shaw hat mit The Shire, dem Soundtrack des Auenlands, etwas Wunderbares geschaffen. Er hat nicht nur das Thema für Herr der Ringe geschrieben, er hat ein Gefühl von Heimat und Freundschaft komponiert. Aber woher kommt das? Warum fühlen wir uns im Auenland so geborgen und zu Hause, noch bevor das erste Wort gesprochen wird? Heute schauen wir uns nicht nur die Musik an und wie man sie auf dem Klavier spielt, sondern auch die Magie dahinter. Mein Name ist Michael und hier ist Timeline Music. Bevor wir die Tasten drücken, lasst uns kurz anschauen, warum diese Musik uns möglicherweise so berührt. Wir verbinden hier zwei unterschiedliche Welten. Das Auenland, welches das Gefühl von Zuhause verkörpert, und die Gefährten, die für das Gefühl von Freundschaft und Aufbruch stehen. Zuerst hören wir das Auenland-Thema. Die Melodie hier ist ganz einfach bodenständig. Sie macht keine großen Sprünge, sondern bewegt sich Schritt für Schritt von einem Ton mal zu einem direkten Nachbarn, mal zu einem eng verwandten Akkordton. Fast so, als würde man gemütlich in einer vertrauten Umgebung über grüne Hügel spazieren. Dazu kommt eine einfache und stabile Begleitung im Hintergrund. Sie pendelt zwischen nur wenigen Akkorden hin und her. Das könnte das warme und bekannte Gefühl von Sicherheit und Zuhause hervorrufen. Zusätzlich wird die Melodie im Original von einem schlichten Instrument gespielt, einer irischen Blechflöte. In der Filmmusik werden Helden oft mit lauten Trompeten eingeführt, aber die Hobbits, sie bekommen eine einfache, bodenständige Flöte. Sie brauchen kein großes Orchester für ihren Auftritt. Dann kommt das Gefährtenthema. Hier merkt ihr, wie sich die Stimmung ändert. Shaw macht hier musikalisch das Gegenteil. Statt der Heimatklänge wechselt er plötzlich in fremde Akkorde und die Melodie klettert regelrecht in die Höhe. Ein marschierender Rhythmus und stolze Fanfaren treiben die Gruppe an. Weg vom Bekannten und hinein in ein großes Abenteuer. Das ist der Sound von Aufbruch, Mut und tiefer Freundschaft. Und genau diese Stabilität braucht es. Mit der gemütlichen Flötenmelodie spaziert man leicht durchs Auenland und mit dieser Musik hier marschieren unsere Gefährten bis zum Schicksalsberg. Nun zurück zum Song und dazu, wie man ihn ganz einfach spielen kann. Dafür schauen wir uns zuerst die Tonhöhe an, also welche Töne ihr spielt, und danach die Tonlänge bzw. Dauer, also wann und wie lange werden die Töne ausgehalten. Für die Tonhöhe bekommt ihr zu jedem Abschnitt eine langsame, detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der ihr die richtigen Töne und die passenden Fingersätze am Klavier schnell nachvollziehen könnt. Für die Tondauer gibt es eine langsame Mitspielversion mit einer Timeline, der Linie über den Noten, die euch direkt anzeigt, wann ihr dran seid. Ihr müsst euch also nicht durch komplizierte Rhythmustheorie kämpfen, ihr könnt gleich losspielen. Schauen wir uns nun die Tonhöhen vom Auenland-Thema an. Wir spielen in der rechten Hand mit dem Daumen ein F, dann gehen wir hoch zum G, die beiden Töne sind der Auftakt vom Auenland-Thema. Jetzt kommt die linke Hand dazu, kleiner Finger auf F und rechts ein A. Wir springen links wieder runter zum F und wiederholen die drei Töne.
der rechten Hand springen wir mit dem Daumen auf A, öffnen die Hand, damit der zweite Finger auf C liegt, und links geht's runter zum B. Hier liegt der Daumen schon gut fürs A. Links springen wir einen Ton tiefer zum C, öffnen die Hand, damit der vierte Finger auf F liegt, damit der Kleine jetzt ein E spielen kann, und die rechte Hand spielt hier mit dem zweiten Finger ein G. Weiter geht es mit einer Wiederholung der ersten 2 Takte. Wir springen wieder rechts mit dem Daumen auf A, öffnen die Hand, und weiter geht es in der linken Hand jetzt mit den beiden Tönen. Vierter Finger auf B, Daumen auf F. Die rechte Hand springt mit dem zweiten und vierten Finger jetzt hier auf F und A, und links springen wir runter auf die beiden. Dann den vierten Finger auf C links. Rechts der vierte Finger auf F. Und wir beenden das Auenland-Thema mit diesem Akkord. Links den zweiten Finger auf C. Und hier das Gefährtenthema. Wir beginnen mit dem letzten Ton aus dem Auenland. Mit diesem Akkord haben wir das Auenland-Thema beendet. Jetzt springen wir in der linken Hand auf Ass und S. Rechts liegen der zweite und vierte Finger wunderbar für C und S. Und die 4 Töne kommen jetzt nochmal. Und wir springen wieder zurück zum Ausgangsakkord. Diese Stelle begegnet uns gleich noch einmal. Aber zuerst lösen wir beide Hände, springen hier hoch zum B mit der rechten Hand. Und in der linken Hand nehmen wir die beiden, spielen hier runter. Nehmen den dritten Finger links aufs C, dann gehen beide Hände in eine Pause und wir drücken 5 Töne gleichzeitig. Auch hier nochmal, die könnt ihr euch gerne nochmal wiederholen. Ich spiele weiter und jetzt kommt, wie angekündigt, wieder der erste Akkord. Wir gehen wieder zu dem, wiederholen den und wieder zurück. Wir lösen die Hand, gehen mit dem zweiten Finger diesmal auf B, spielen die beiden und hiermit geht's weiter. Jetzt der Akkord. Und jetzt geht die linke Hand in die Pause. Rechts haben wir ein F alleine. Die linke sucht sich hier ein F und C und die rechte kommt runter. Und wir enden mit diesem Akkord. Die Information, wann ihr die Töne spielen müsst, findet ihr in der folgenden Mitspielversion. Viel Spaß!
Das war Timeless Music mit dem Soundtrack von Herr der Ringe. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche weiteren Film-Musik-Tutorials ich für euch veröffentlichen soll. Bis zum nächsten Song.